Die Sehnsucht nach Abenteuern, Kurzerzählung B1-B2-C1. In einer Zeit, die von endlosen Horizonten und der Sehnsucht nach Abenteuern geprägt war, lebte ein Mann namens Alexander, dessen Leben wie ein weitläufiges Epos der Entdeckung und des Staunens war. Seine Leidenschaft für das Reisen und seine besondere Zuneigung zu den Ländern Nordafrikas waren wie die unermüdliche Flamme eines Leuchtturms in der Dunkelheit, die ihn immer wieder hinaus in die Welt trieb, auf der Suche nach neuen Horizonten und verborgenen Schätzen. Alexander war kein gewöhnlicher Reisender, er war ein Träumer, ein Entdecker im Herzen und ein Liebhaber von Geschichten, die auf den Winden Nordafrikas getragen wurden. Seine Reisen begannen oft mit einem leisen Ruf des Unbekannten, der ihn dazu brachte, seine Koffer zu packen und sich auf den Weg zu machen, ohne sich um das Ziel zu kümmern, sondern vielmehr um die Reise selbst, um die Menschen, die er treffen würde, die Landschaften, die er durchqueren würde, und die Geschichten, die er erleben würde. Von den majestätischen Pyramiden Ägyptens bis zu den farbenfrohen Basaren von Marrakesch kannte Alexander die verborgenen Winkel Nordafrikas wie seine eigene Tasche. Seine ersten Schritte auf nordafrikanischem Boden führten ihn durch die verwinkelten Gassen von Kairo, wo der Duft von Gewürzen und die Klänge der Straßenmusiker seine Sinne betörten. Er liebte es, die antiken Tempel zu erkunden, die stolz in der Wüste standen und von vergangenen Zivilisationen erzählten, deren Geheimnisse noch immer im Sand verborgen waren. Doch Alexander war nicht nur ein Beobachter des Lebens in Nordafrika, sondern auch ein Teil davon. Er tauchte tief in die Kultur und die Traditionen der Region ein, lernte die Sprachen der Einheimischen und teilte ihre Feste und Feiern. Er verbrachte Wochen damit, die Berberdörfer im Atlasgebirge zu besuchen, wo er mit den Einheimischen Tee trank und Geschichten von vergangenen Generationen hörte. Er lernte die Kunst des Teppichwebens und die Geheimnisse der Berbermedizin, die auf jahrhundertealtem Wissen beruhte. Seine Reisen führten ihn auch zu den entlegensten Orten Nordafrikas, wo er die Stille der Wüste genoss und unter dem funkelnden Sternenhimmel schlief. Er lernte, die Schönheit der Einfachheit zu schätzen, und fand Frieden in der Einsamkeit der endlosen Sanddünen, die sich bis zum Horizont erstreckten. Doch trotz all seiner Abenteuer und Entdeckungen gab es eine Sache, die Alexander mehr liebte als alles andere, die Menschen Nordafrikas. In den Gesichtern der Nomaden sah er die Spuren von Tausenden von Jahren des Wanderns, während er in den Augen der Kinder die Hoffnung auf eine bessere Zukunft erkannte. Er lernte die Gastfreundschaft der Wüstenbewohner schätzen, die selbst in den schwierigsten Zeiten bereit waren, einem Fremden ein warmes Lächeln und eine Tasse Tee anzubieten. Und so zog Alexander jahrelang durch Nordafrika, seine Reisen führten ihn von den sandigen Küsten des Mittelmeers bis zu den schneebedeckten Gipfeln des Atlasgebirges. Doch egal wie weit er reiste, Nordafrika fühlte sich immer wie sein Zuhause an, ein Ort voller Wunder und Geheimnisse, der ihm nie aufhörte, zu überraschen und zu inspirieren. Und so würde er weiterziehen, immer auf der Suche nach dem nächsten Abenteuer, immer bereit, die Schönheit und die Magie Nordafrikas zu entdecken. Denn in den unendlichen Weiten der Wüste und den pulsierenden Städten des Maghreb fand er nicht nur eine Welt des Staunens, sondern auch ein Stück von sich selbst.